Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Miniserie zum Thema Alpakafasern. Der hat ein bisschen auf sich warten lassen. Ich wollte den eigentlich vor der langen Sommerpause noch fertig machen, das habe ich aber nicht mehr geschafft, aber dafür jetzt. Und in diesem Teil geht es darum, wie man Alpaka einfärben kann. Und das zeige ich euch heute. Das gilt aber nicht nur für Alpaka, sondern auch für jegliche andere Art von Naturwolle. Die könnt ihr auf diese Art und Weise färben. Und was ihr dazu braucht, ist natürlich einmal eure Fasern. Also ich habe jetzt hier schon eine fertige Tresse genäht. Ihr könnt aber auch einfach lose Fasern so einfärben. Dann empfehle ich immer, die einmal zu bündeln mit einem Gummiband oder mit Garn in kleine Bündel zusammenzuwickeln. Dann braucht ihr eine Schale mit warmem Wasser zum Einweichen der Fasern, Handschuh zum Schützen der Hände, ein altes Handtuch, ca. 25 Milliliter Essig und eine Schale mit ca. 1 Liter heißem Wasser, da sage ich gleich noch was zu, dann ein Teelöffel zum Dosieren und natürlich die Farben. Und ich verwende hier Jacquard-Farben. Es gibt auch andere, die genauso gut sind, aber ich finde die ganz gut, weil es davon wirklich viele, viele verschiedene Farbtöne gibt und da muss man nicht so viel mischen, weil das Mischen ist immer so ein bisschen, ja, Try and Error. So, und jetzt weichen wir uns erstmal unsere Fasern ein, indem wir die hier in das warme Wasser legen und die da so 5 bis 10 Minuten drin liegen lassen, bis die sich richtig schön vollgesogen haben, weil die sollten komplett durchfeuchtet sein, bevor wir die färben. Hier drin habe ich jetzt einen guten Liter heißes Wasser, das hat gerade gekocht und da füge ich jetzt einmal den Essig hinzu. Und jetzt ziehe ich mir meine Handschuhe an, bevor ich die Farben öffne. Und zwar möchte ich heute so ein leuchtendes Herbstrot, also so ein bisschen dunkleres Kupferrot färben und dazu verwende ich Gold Ocher, also Goldocher und Chestnut, das ist Kastanie. Und dazu nehme ich jetzt einen Teelöffel voll hier von dem Goldocher und einen Teelöffel vom Kastanienton und löse das hier richtig sorgfältig auf in dem Wasser. Und diese Menge ist passend für etwa 50 Gramm Tressen, also 50 Gramm Wolle. Wenn ihr jetzt 100 Gramm zum Beispiel färbt, dann müsst ihr die doppelte Menge an Farbpulver und die doppelte Menge an Essig verwenden. Und von der Wassermenge her sollte das so sein, dass eure Wollfasern frei schwimmen können, damit die Farbe auch wirklich überall rankommt. So, und wenn das gut aufgelöst ist, dann könnt ihr hier eure Wollfasern ein bisschen ausdrücken und einfach rübergeben in das Farbbad. Und jetzt tue ich hier meinen Deckel wieder drauf und lasse das 30 Minuten ziehen. Zwischendurch rühre ich 1-2 Mal nochmal um, damit die Farbe sich wirklich gut verteilt. Und dann schaue ich mir mein Ergebnis an. Das ist eine relativ milde Methode, um zu färben. Wenn ihr einen noch intensiveren Farbton haben möchtet, dann müsstet ihr das Wasser während der halben Stunde Einwirkzeit heiß halten, also die Temperatur immer kurz vorm Kochen und dazu stelle ich das dann mit dem Topf auf den Herd. Dann wird die Farbe deutlich dunkler und deutlich intensiver, aber ich mache das immer erstmal mit dieser Schüsselmethode und gucke mir dann das Ergebnis an und wenn mir das dann noch nicht stark genug ist, dann tue ich es nochmal rein ins Bad und mache das nochmal warm, um das zu intensivieren. Ich finde, man kann das so ein bisschen besser steuern. So, ich habe euch jetzt mit in mein Badezimmer genommen. Jetzt ist das hier eingewirkt und jetzt gieße ich das ab und spüle das jetzt mit Wasser gründlich aus. Und beim Ausspülen achte ich schon darauf, dass ich meine Tresse so ein bisschen ordne, also dass ich quasi zum Schluss oben wieder mein Tressenband habe und die Haare durchs Wasser so ein bisschen nach unten fließen lasse. Das macht es einfacher, als die hinterher zu ordnen nach dem Trocknen. Jetzt lege ich mir das einfach zum Trocknen hier auf mein Handtuch. So, und die lasse ich jetzt richtig gut durchtrocknen, beziehungsweise wenn ihr nicht warten mögt, könnt ihr die natürlich auch trocken föhnen. Das geht dann schneller. Ja, und so sieht die Tresse aus, wenn sie durchgetrocknet ist. Und als nächstes bürste ich die jetzt nochmal ganz vorsichtig aus und optional kann man die auch noch mit dem Glätteisen glätten. Und am Ende schaut das dann so aus. Und ihr seht, also ich finde, die Farbe ist wunderschön geworden und vielleicht seht ihr das auf der Kamera auch, dass das trotzdem so ein bisschen in unterschiedlichen Strähnen gefärbt ist. Das heißt, es wird ein unheimlich schönes, natürliches Ergebnis. Nicht alles genau gleich, sondern in so leicht abgesetzten Schattierungen von Rot. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne ein Like oder abonniert meinen Kanal. Ich poste immer wieder Videos rund ums Puppenmachen und ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen.